Und in diesem Moment fragst du dich, war das wirklich mein Leben? Oder habe ich einfach funktioniert? Was in diesem Moment passiert und warum so viele Menschen ab 60 ihn kennen, aber kaum jemand ihn laut ausspricht, darüber sprechen wir heute. Ohne Schönreden, ohne falsche Aufmunterung. Ehrlich, das ist kein Versagen. Das ist kein Zeichen, dass du etwas falsch gemacht hast. Es ist eines der tiefsten menschlichen Gefühle überhaupt. Und es hat einen Namen. Psychologen nennen es Lebensreue. Nicht die Reue über einzelne Entscheidungen, den Job, den du nicht genommen hast, die Reise, die du nicht gemacht hast, sondern die tiefere Frage: Habe ich das Leben gelebt, das ich wirklich wollte? Oder das Leben, das andere von mir erwartet haben? Der Beruf, den du gewählt hast, weil er sicher war, nicht weil er dich erfüllt hat, sondern weil die Familie ihn erwartet hat, weil es vernünftig war, weil man das so macht. Die Beziehung, die du nicht verlassen hast, weil es zu kompliziert gewesen wäre, weil Kinder da waren, weil man nicht einfach geht. Die Träume, die du irgendwann aufgehört hast zu träumen, nicht weil du sie vergessen hast, sondern weil du gelernt hast, dass Träume Luxus sind, den man sich nicht leisten kann. Und jetzt, mit 60, ist die Zeit da, die Zeit zum Nachdenken. Und mit ihr kommen Fragen, die sich nicht mehr ignorieren lassen. Aber was diese Fragen wirklich bedeuten, das ist anders, als die meisten denken. Was viele nicht wissen, ist Folgendes: Lebensreue mit 60 ist kein Zeichen, dass dein Leben falsch war. Es ist ein Zeichen, dass du angefangen hast, ehrlich zu sein. Jahrzehntelang war keine Zeit für diese Fragen. Kinder, Arbeit, Verantwortung. Du hast funktioniert. Und funktionieren ist wichtig. Es ist wertvoll. Es hat Menschen getragen, die dich gebraucht haben. Aber jetzt, in dieser stillen Stunde, meldet sich ein Teil von dir, der lange gewartet hat. Nicht um zu klagen, sondern um endlich gehört zu werden. Und genau hier entscheidet sich alles, was du mit diesem Moment machst. Wenn dir das bis hier hilft, lass kurz ein Like da. Ich spreche oft mit Menschen in dieser Situation und was sie beschreiben, klingt immer ähnlich. Da ist die Frau, die 30 Jahre lang für andere da war. Für den Mann, für die Kinder, für die alten Eltern. Und die jetzt, wo alle erwachsen sind, wo die Pflege vorbei ist, wo das Haus plötzlich still ist, nicht mehr weiß, wer sie ist, wenn niemand sie braucht. Oder der Mann, der seinen Beruf immer als Pflicht gesehen hat, der nie gefragt hat, ob er ihn liebt, der einfach gegangen ist jeden Morgen, weil man das so macht, und der jetzt in Rente sitzt und merkt: Ich weiß nicht, was mich freut, ich weiß nicht, was ich will, ich kenne mich selbst nicht mehr. Das sind keine Ausnahmen. Das sind Millionen von Menschen in Deutschland, die gerade genau dort stehen. Und was sie alle verbindet, ist Folgendes: Sie haben ihr Leben nicht verschwendet, sie haben es gegeben, an andere, an Pflichten, an Erwartungen. Das ist kein Versagen, das ist eine Lebensleistung. Aber jetzt ist die Frage: Was ist mit dir? Es gibt 2 Wege, mit Lebensreue umzugehen. Der erste Weg: Du machst sie zur Geschichte. Du erzählst dir selbst, dass es zu spät ist, dass nichts mehr möglich ist, dass du diese Chance vor 20 Jahren hattest und sie verpasst hast. Dieser Weg macht dich kleiner. Jeden Tag ein bisschen kleiner, bis die Stille nicht mehr nur abends kommt, sondern immer. Der zweite Weg: Du machst sie zur Frage. Was will ich jetzt noch? Nicht, was wollte ich mit 30? Jetzt. Mit allem, was du bist. Mit allem, was du weißt. Mit allem, was du gelernt hast. Auch durch das, was wehgetan hat. Denn das ist die Wahrheit, die die meisten übersehen. Mit 60 hast du statistisch gesehen noch 20 bis 25 Jahre vor dir. Das ist kein Restleben. Das ist ein Leben. Du hast nicht das falsche Leben gelebt. Du hast das Beste gelebt, das du zu diesem Zeitpunkt konntest. Und jetzt weißt du mehr. Das ist kein Versagen. Das ist Reife. Was wirklich hilft, ist nicht rückwärts zu schauen und umzuschreiben, was war. Das ändert nichts. Und es kostet alles.
Was wirklich hilft, ist Folgendes. Das Erste: Schreib auf, was du bereust. Nicht um dich zu quälen, sondern um zu verstehen, was dir wirklich wichtig ist. Reue zeigt immer auf das, was du liebst, nicht auf das, was du vermasselt hast. Wenn du bereust, dass du nicht mehr gereist bist, dann liebst du das Erleben neuer Orte. Wenn du bereust, dass du einen Menschen nicht öfter angerufen hast, dann liebst du diese Verbindung. Lass die Reue dir zeigen, was dir wichtig ist, nicht was du verloren hast. Das Zweite: Frag dich eine einzige Frage. Was würde ich heute tun, wenn ich keine Angst hätte? Nicht die Angst vor dem Scheitern, die Angst vor dem Urteil anderer, die Angst, zu alt zu sein, die Angst, nicht gut genug zu sein. Was würdest du tun, wenn diese Angst nicht da wäre? Schreib die Antwort auf, lies sie am nächsten Morgen und am übernächsten. Denn meistens war es nicht das falsche Leben, das uns aufgehalten hat. Es war die Angst. Das Dritte: Höre auf dich mit früher zu vergleichen. Nicht mit dir selbst mit 30. Nicht mit dem, was du dir mit 20 vorgestellt hast. Du bist nicht mehr diese Person. Du weißt mehr. Du hast mehr erlebt. Du bist belastbarer geworden, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Der Vergleich mit dem jüngeren Ich ist immer unfair, weil das jüngere Ich nicht das hatte, was du heute hast. Das Vierte: Und das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt: Fang heute an, nicht mit etwas Großem, nicht mit einer Lebensveränderung, die alles auf den Kopf stellt, mit etwas Kleinem, mit einem einzigen Schritt, der sich richtig anfühlt. Ruf jemanden an, den du seit Jahren nicht angerufen hast. Kauf das Buch, das du schon lange kaufen wolltest. Geh an den Ort, den du immer sehen wolltest. Fang das Hobby an, das du immer aufgeschoben hast. Nicht, weil das alles verändert, sondern weil jeder Schritt in die richtige Richtung beweist. Es ist möglich. Ich bin möglich. Mit 60 anzufangen ist nicht zu spät. Es ist, für viele, das erste Mal überhaupt, dass sie frei genug sind, um wirklich anzufangen. Lebensreue ist kein Urteil über dein Leben. Sie ist eine Einladung. Eine späte, manchmal schmerzhafte, aber ehrliche Einladung. Zu dir selbst zurückzukehren, zu fragen, was du wirklich willst. Zu leben, nicht zu funktionieren. Und das ist zu keinem Zeitpunkt zu spät. Du verdienst ein Leben, das sich nach dir anfühlt, nicht nach dem, was andere erwartet haben. Nach dir. Das war immer so. Es ist jetzt immer noch so. Kennst du dieses Gefühl? Was ist der eine Bereich in deinem Leben, wo du dir etwas anderes gewünscht hättest? Schreib es in die Kommentare. Du bist damit nicht allein. Und wenn jemand in deinem Leben gerade durch das geht, teile dieses Video mit ihm.